Kaum zu glauben. Professor Karl Hecht ist 92 Jahre alt und bewegt sich noch heute mühelos und schmerzfrei durch die Straßen von Berlin. Der Arzt, Wissenschaftler und Weltraummediziner strotzt vor Lebensenergie. Mir geht es also ausgezeichnet. Ich bin körperlich und geistig fit. Täglich mache ich also ungefähr 2 Stunden Wanderungen, und zwar in Form von Nordic Walking. Ich wohne direkt am Wald und da kann man wunderbar wandern und die frische Luft genießen. Ich habe das Grundprinzip, die Bewegung kann alle Medikamente ersetzen, aber kein Medikament kann die Bewegung ersetzen. Das ist also mein Grundprinzip. Jetzt seit einiger Zeit bewegen Sie sich im Kibbutz. Was ist das so für ein Gefühl? Ja, also ich muss also sagen, das ist natürlich sozusagen ein Unterschied wie Hölle und Himmel. Das heißt, mit dem Kibbutz bin ich also sozusagen in den Himmel gelandet. Früher, wenn man über steinigen Boden ging, drückte der Schuh, da gab es mal Schmerzen, da gab es Hornhautstellen. Seit Dezember trage ich die Kibbutz-Schuhe und ich fühle mich sehr wohl. Man geht wie auf ein Moos, wie auf Teppich. Und die Füße werden massiert, die schmerzen nicht, es gibt überhaupt keine Schmerzen mehr an den Füßen. Was das Schönste ist an diesem Schuh, der Schuh passt sich dem Fuß an, während sonst der Fuß sich an die Schuhe anpassen muss. Und das ist also der große Vorteil. Aber noch viel mehr, ich bin also im Winter damit gewandert, mit diesen Halbschuhen sogar bei -12. Ich habe keine kalten Füße bekommen. Man kann bei Regen wandern, kann man sogar in Pfützen treten, da passiert nichts. Man kann bei Hitze wandern und die Füße fühlen sich immer wohl. Man geht weich und elastisch und natürlich ist das auch für die Gelenke, für die Kniegelenke, für die Hüftgelenke von Bedeutung und für die Wirbelsäule natürlich auch. Die Sohle ist ja weich elastisch. Hatten Sie da am Anfang keine Mühe? Am Anfang musste man ein kleines bisschen sich einstellen, das Vestibular, also das Gleichgewicht, dass das Gleichgewicht funktioniert. Aber das dauert dann nicht sehr lange bei mir. Ich war also bald so dran gewöhnt, dass ich also heute die Schuhe überhaupt gar nicht missen möchte. Weshalb sind die Schuhe aus Ihrer Sicht die besten Schuhe für Senioren? Eben aus diesem Grund, weil die Senioren ja schon Probleme haben mit den Gelenken, mit der Wirbelsäule. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich den Senioren, derartige Schuhe zu tragen. Auch wenn der Preis etwas hoch ist, würde ich sagen, das macht sich bezahlt. Ich habe alle anderen Schuhe jetzt, die ich hatte, ausrangiert und habe nur noch den Kibbutz-Schuh. Und den trage ich von morgens bis abends. Den trage ich bei Vorträgen, den trage ich also auch, wenn ich stehe. Und das gilt also für die Senioren genauso, denn sie brauchen einen weichen Gang, einen elastischen Gang und damit bekommt man auch mehr ein jugendliches Gefühl. Haben Sie sich eine Erklärung, weshalb der Kibbutz so gut wirkt? Ja, das ist die Technik der Schuhe, so würde ich das ganz einfach sagen. Natürlich, ich hatte das schon erwähnt, der Schuh, man hat eine Sohlenmassage, dann der Kreislauf wird stimuliert, die Füße werden gut durchblutet, auch es ist auch eine Lymphdrainagemassage. Ältere Menschen haben häufig Ödeme an den Beinen und wenn man also mit diesen Schuhen läuft, verschwinden die. Sie mussten über 90-jährig werden, bis Sie dieses Gefühl das erste Mal erleben durften. Weshalb sind Sie da selber nicht vorher draufgekommen, dass es so etwas geben könnte? Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja oft so im Leben, dass man also vorher nicht auf solche Schuhe oder auf solche Dinge bekommt. Das geht ja ein mit vielen Dingen, dass man erst älter werden muss, um das eine oder andere kennenzulernen, und entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Ich bin aber glücklich, dass ich darauf gekommen bin, noch als 92-Jähriger oder 91 war ich, als ich das begonnen habe. Und das habe ich eigentlich den Kollegen Arman Jensen zu verdanken von der Firma Samina, der mir also diese Schuhe empfohlen hat und ich natürlich sofort auch zugegriffen habe.
Heute will Professor Karl Hecht auf den Kibbut nicht mehr verzichten. Trotz fortgeschrittenem Alter geht der Berliner voller Tatendrang der Zukunft entgegen und genießt das weich-elastische Gefühl.